Wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es wieder ein neues Video zur XT500. Das hier ist der Rahmen, der ist frisch gepulvert, sauber und wartet auf den Zusammenbau. In dem Video zeige ich euch jetzt ein paar kleine Schritte, wie ich die Gabel einbaue und den Motor am Ende einsetze in den Rahmen. Falls es euch gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Wie bereits im Video erwähnt, wo ich die Gabel umgebaut habe, werde ich jetzt nicht mehr diese Lager einsetzen im Steuerkopf oben, sondern rüste hier oben auf Kegelrollenlager. Und die Kegelrollenlager sehen so aus. Werde ich jetzt hier einbauen. Dann haben wir hier einmal das obere Lager, das untere mit meinem Adapter, den ich ja hier einpresse. Kommt dann auf die Gabelbrücke und dann wird das jetzt hier eingebaut in den Steuersatz. Ich mache das jetzt im Heißluftföhn noch ein bisschen warm, damit das Lager besser reinflutscht. Der Heißluftföhn ist auf 230 Grad gestellt, das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich das Pulver, also die Pulverbeschichtung zerstören damit. Hier habe ich noch einen Klebeband drauf gemacht, damit mir nichts in den Öltank reinfällt. Und das Lager werde ich hier mit der Nuss, die hier perfekt drauf passt, eintreiben dann. Damit der Lagersitz hier nicht beschädigt, dann geht das. Das ist ja recht warm. Das geht schon ein bisschen rein, wie man sieht. Sieht so aus, als würde es bündig drin sitzen. Mach ich das untere rein. Das Lager sitzt jetzt hier schön auf der Gabelbrücke drauf und jetzt kommt das alles zusammen rein und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Wie gesagt, das wird jetzt testweise zusammengebaut und dann werde ich es nochmal fetten. Läuft. Lecker. Nachdem jetzt alles eingefettet ist, kann ich es zusammenbauen. Rüber. Dann war schon die obere Gabelbrücke drauf. Und jetzt am Schluss kommt noch hier diese Unterlegscheibe drauf und die die Schraube. Dann sieht das ganze Teil so aus. Dann hole ich jetzt mal den schönen Kran und hänge den Rahmen auf, damit die Gabel und die Schwinge rein können. Dann kommt jetzt mal die Gabel rein. Hier kommen auch die blauen Teile rein. So, das wird funktionieren. Und das hier sind die Aufnahmen für die Lenkerklemme, die in der Kabelbrücke drin sind. Die sind auch etwas zu alt schon, bröseln etwas. Die kommen hier, kannst du mal von oben zeigen, die kommen hier rein. Und dann kommen hier die Lenkerklemmen rein. Die mache ich jetzt aus Kunststoff, drehe ich die auf der Drehmaschine nach. Dann sehen sie wieder aus wie neu. Jetzt muss ich noch hier die Phase auf der anderen Seite machen. Altes Teil, neues Teil. Nachdem ich die Dinger jetzt ja hier gedreht habe, können die alten Scheißteile weg. Und dann werden die eingebaut. Es gibt zwei für oben und zwei für unten. Dann werde ich die jetzt mal zusammenstecken.
montiere ich jetzt noch schnell den Tachohalter und den Lampenhalter. Gut, also greife ich von dieser Seite hier. Ich weiß nicht, ich würde jetzt hier so durchfummeln und dann musst du durchfummeln und du deine Finger nicht dahin tüdeln oder so. Ne? Ich nehme den jetzt nicht. So. Und jetzt müssen wir den mal nicht. Ach, du musst halt mega aufpassen, dass du nirgends an. Nee, warte, ganz gemütlich. Ich hab ihn noch. Ein bisschen weiter. Können ein bisschen runter machen. Ja, sieht ganz gut aus. Ja, wir können ja so. Ich habe ihn jetzt hier am Schalter. Also, dass er nicht irgendwie runterfluppt. Ich halte ihn jetzt. Und dann- Ist der drin? Nee, vorne müssen wir jetzt mal ein bisschen ruckeln, dass er. Also hier ist doch so ein Bolzending, wo er. Ja, aber guck mal durch das Loch bei dir. Der ist halt. Er muss jetzt so ganz minimalst hoch. Wo muss er hoch? Jetzt ist er gleich. Aber ich hatte. So, und jetzt mal stehen. Ja, der ist jetzt unten in den beiden drin, das heißt, er ist jetzt wie im Motorständer. Hochzeit. Ich habe die Kamera leider nicht dabei für Hochzeitsfotografie.